Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Was? Schon 7 Uhr morgens? Diese Nacht verging noch schneller als die davor. Was? Schon 7 Uhr morgens? Diese Nacht verging noch schneller als die davor. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann schon seit Wochen nicht richtig schlafen. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann schon seit Wochen nicht richtig schlafen. Das ist echt blöd, vor allem, weil ich dann den ganzen Tag müde bin. Das ist echt blöd, vor allem, weil ich dann den ganzen Tag müde bin. Ich kann nicht richtig arbeiten, nicht richtig Sport machen, es funktioniert einfach gar nichts ohne Schlaf. Ich kann nicht richtig arbeiten, nicht richtig Sport machen, es funktioniert einfach gar nichts ohne Schlaf. Ich hoffe, dass meinem Chef davon nichts aufgefallen ist. Am Ende verliere ich noch meinen Job wegen den Schlafstörungen. Ich hoffe, dass meinem Chef davon nichts aufgefallen ist. Am Ende verliere ich noch meinen Job wegen den Schlafstörungen. Ich habe schon alles ausprobiert. Tee, Bücher lesen und so weiter. Es hat einfach nichts funktioniert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe schon alles ausprobiert. Tee, Bücher lesen und so weiter. Es hat einfach nichts funktioniert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich muss jetzt schnell zur Arbeit. Ansonsten schlafe ich nicht nur in der Mittagspause ein, sondern komme auch noch zu spät. Ich muss jetzt schnell zur Arbeit. Ansonsten schlafe ich nicht nur in der Mittagspause ein, sondern komme auch noch zu spät. Oh Mann, ich bin so müde. Ich kann mich gar nicht richtig auf die Straße konzentrieren. Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Oh Mann, ich bin so müde. Ich kann mich gar nicht richtig auf die Straße konzentrieren. Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Vielleicht sollte ich zum Arzt gehen, damit er mir ein paar Tabletten verschreibt, die mir beim Einschlafen helfen. Vielleicht sollte ich zum Arzt gehen, damit er mir ein paar Tabletten verschreibt, die mir beim Einschlafen helfen. Egal, darum kümmere ich mich später. Erstmal muss ich den Arbeitstag überleben. Danach kann ich mich um alles andere kümmern. Egal, darum kümmere ich mich später. Erstmal muss ich den Arbeitstag überleben. Danach kann ich mich um alles andere kümmern. So, hier ist meine Arbeit. Hoffentlich bemerkt niemand meine Augenringe. So, hier ist meine Arbeit. Hoffentlich bemerkt niemand meine Augenringe. Hallo Frau Schulze, wie geht es Ihnen? Hallo Frau Schulze, wie geht es Ihnen? Hallo Herr Meier, mir geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen? Sie sehen aber etwas müde aus. Haben Sie denn genug geschlafen? Hallo Herr Meier, mir geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen? Sie sehen aber etwas müde aus. Haben Sie denn genug geschlafen? Oh nein, man sieht es also. Ehrlich gesagt, kann ich schon seit mehreren Wochen nicht richtig schlafen. Oh nein, man sieht es also.
Ehrlich gesagt, kann ich schon seit mehreren Wochen nicht richtig schlafen. Oh, das tut mir leid. Haben Sie es schon mit Kamillentee probiert? Das hat mir immer geholfen. Oh, das tut mir leid. Haben Sie es schon mit Kamillentee probiert? Das hat mir immer geholfen. Danke für den Tipp. Ich werde es ausprobieren. Danke für den Tipp. Ich werde es ausprobieren. Oh Mann, ich bin so müde. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig arbeiten soll. Ich kann mich nicht einmal 5 Minuten lang konzentrieren. Am liebsten wäre ich jetzt im Bett. Oh Mann, ich bin so müde. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig arbeiten soll. Ich kann mich nicht einmal 5 Minuten lang konzentrieren. Am liebsten wäre ich jetzt im Bett. Hallo Herr Meier, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas angeschlagen aus. Hallo Herr Meier, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas angeschlagen aus. Hallo Herr Schmidt, bei mir ist alles gut. Das sieht nur so aus. Ich fühle mich fit wie ein Turnschuh. Hallo Herr Schmidt, bei mir ist alles gut. Das sieht nur so aus. Ich fühle mich fit wie ein Turnschuh. Sind Sie sich sicher? Frau Schulze vom Sekretariat hat mir von Ihren Schlafproblemen erzählt. Sind Sie sich sicher? Frau Schulze vom Sekretariat hat mir von Ihren Schlafproblemen erzählt. Was? Das hat sie Ihnen erzählt? Das war nur ein Witz. Also, es war nicht ernst gemeint. Ich kann ganz normal arbeiten. Was? Das hat sie Ihnen erzählt? Das war nur ein Witz. Also, es war nicht ernst gemeint. Ich kann ganz normal arbeiten. Warum nehmen Sie sich nicht den Tag frei und schlafen aus? Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Warum nehmen Sie sich nicht den Tag frei und schlafen aus? Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich werde morgen wieder fit sein, das verspreche ich Ihnen. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich werde morgen wieder fit sein, das verspreche ich Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir helfen Ihnen gerne. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie ein Problem haben. Machen Sie sich keine Sorgen, wir helfen Ihnen gerne. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie ein Problem haben. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Ich bin immer noch so müde. Ich konnte wieder nicht richtig schlafen. Es gibt einfach nichts, das mir hilft. Ich bin immer noch so müde. Ich konnte wieder nicht richtig schlafen. Es gibt einfach nichts, das mir hilft. Ich glaube, dass ich mich einfach damit abfinden muss, für den Rest meines Lebens müde zu sein. Ich glaube, dass ich mich einfach damit abfinden muss, für den Rest meines Lebens müde zu sein. Was machst du denn hier, Tina? Was machst du denn hier, Tina? Hallo Matthias, ich habe von deinem Schlafproblem gehört und dachte, ich komme vorbei, um dir zu helfen. Hallo Matthias, ich habe von deinem Schlafproblem gehört und dachte, ich komme vorbei, um dir zu helfen. Danke, aber du kannst mir nicht helfen. Ich habe schon alles probiert. Es bringt einfach nichts. Danke, aber du kannst mir nicht helfen. Ich habe schon alles probiert. Es bringt einfach nichts. Hast du schon einmal versucht, ein paar Atemübungen vor dem Schlafen zu machen? Ich hatte auch für längere Zeit Probleme beim Einschlafen und das hat mir wirklich geholfen. Hast du schon einmal versucht, ein paar Atemübungen vor dem Schlafen zu machen?
Ich hatte auch für längere Zeit Probleme beim Einschlafen und das hat mir wirklich geholfen. Nein, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Glaubst du wirklich, dass das etwas bringt? Nein, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Glaubst du wirklich, dass das etwas bringt? Mir hat es wie gesagt geholfen. Am besten, du probierst es einfach aus. Vielleicht hilft es dir ja auch. Mir hat es wie gesagt geholfen. Am besten, du probierst es einfach aus. Vielleicht hilft es dir ja auch. Du hast recht. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es so lange versuchen, bis ich eine Lösung für das Problem gefunden habe. Du hast recht. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es so lange versuchen, bis ich eine Lösung für das Problem gefunden habe. Das ist die richtige Einstellung, Matthias. Das ist die richtige Einstellung, Matthias. Ich werde es gleich heute ausprobieren. Wie macht man das richtig? Ich werde es gleich heute ausprobieren. Wie macht man das richtig? Am besten, du setzt dich auf eine gemütliche Matte und achtest nur auf deine Atmung. Versuch nicht viel nachzudenken und mach entspannte Musik an. Am besten, du setzt dich auf eine gemütliche Matte und achtest nur auf deine Atmung. Versuch nicht viel nachzudenken und mach entspannte Musik an. Das klingt nach einer guten Idee. Vielen Dank für die Hilfe, Tina. Du bist wirklich eine tolle Freundin. Das klingt nach einer guten Idee. Vielen Dank für die Hilfe, Tina. Du bist wirklich eine tolle Freundin. Melde dich, wenn du noch etwas brauchst, Matthias. Ich bin für dich da. Melde dich, wenn du noch etwas brauchst, Matthias. Ich bin für dich da. Einatmen, ausatmen. Konzentriere dich auf deine Atmung, Matthias. Lass keine anderen Gedanken zu. Konzentriere dich auf deine Atmung, Matthias. Lass keine anderen Gedanken zu. Denk an nichts, es gibt keinen Stress, sondern nur innere Ruhe. Denk an nichts, es gibt keinen Stress, sondern nur innere Ruhe. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!